Aufregende Momente im Microsoft Flight Simulator. Eine Ryanair-Maschine überholt uns während dem Takeoff. Wir haben das auf einem Foto festgehalten und wollen das dem Ryanair-Piloten via Airdrop zusenden. Außerdem fliegt ein VIP mit, den wir mit dem Auto vom Flughafen direkt zum Flugzeug bringen. Ich bin der Mario und herzlich willkommen auf meinem Kanal SimSites. Die heutige Reise beginnt am Flughafen Köln-Bonn, dem Konrad-Adenauer-Airport, und zwar im Eingangsbereich. Wir haben schon online eingecheckt, aber unsere Koffer müssen wir beim Check-in-Schalter noch abgeben. Und Mitarbeiter stehen natürlich keine da, das erfolgt alles komplett digital und vollautomatisiert. Nachdem wir die Koffer abgegeben haben, bewegen wir uns jetzt durch diese Sicherheitskontrolle und suchen nach unserem Abfluggate. Zur selben Zeit machen sich die Piloten und Crew auf und steigen in das Flugzeug. Der heutige Flug wird durchgeführt von 2 Piloten und einer Crew bestehend aus 4 Flugbegleiterinnen. Währenddessen sind wir auf dem Weg in der Abflughalle bei so einem Miniflieger am Gate angekommen, aber der steht leider nicht bei unserem richtigen Abfluggate. D60 ist leider nicht der richtige Gate, so schön dieser Miniflieger auch ist. Steht der eigentlich am echten Flughafen Bonn auch da? Weiß das jemand? Wenn ja, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Also marschieren wir da jetzt noch ein Stück weiter. Piloten und Crew sind mittlerweile schon vollständig im Flugzeug angekommen und bereiten alles vor für das Boarding. So, das schaut gut aus. D70, das ist jetzt unser Gate. Wir fragen da den netten Herrn da nach diesem Weg. Er spricht aber leider unsere Sprache nicht, aber er scheint uns trotzdem verstanden zu haben und zeigt uns den Weg. Frech wie wir sind, drängen wir uns natürlich bei allen Leuten vor und fahren da jetzt mit der Rolltreppe runter. Folgen einfach mal diesem Typen da. So, jetzt wo wir unten sind, müssen wir uns rechts halten und wir sehen schon, wir ordnen uns da bei den anderen Leuten einfach ein. Und wir sind immer noch frech, das heißt, wir gehen im Schnellschritt natürlich bei allen Leuten vorbei. So, da stehen dann Gepäckwagen für die Gepäckabfertigung. Denen gehen wir links vorbei. So, dann kurz durchatmen und im normalen Tempo mal kurz weitergehen. Jetzt haben wir durchgeatmet, let's jog to the plane. So, wo steigen wir denn eigentlich am besten ein? Vorne oder hinten? Wir sitzen eher vorne als hinten, also wahrscheinlich ist es besser, wenn wir vorne einsteigen. Wir folgen auch hier wieder den Leuten einfach auf der Treppe. Da wollen wir jetzt natürlich nicht überholen, weil sonst gibt es vielleicht ein Chaos und Verletzte. Ah, eine nette Flugbegleiterin. Servus, guten Tag. Aber während parallel jetzt die letzten Passagiere einsteigen, wie am Anfang angekündigt, fliegt ja heute auch noch ein VIP mit. Zur selben Zeit läuft unser VIP Max in maximaler Geschwindigkeit durch den Eingang zum Check-in, gibt seine Koffer in Highspeed ab und passiert dann die Sicherheitskontrolle. Und in der Zwischenzeit sind offensichtlich alle Passagiere schon eingestiegen, es ist keiner mehr zu sehen, das heißt das Boarding wird offiziell beendet. Zur selben Zeit folgt dann ein Sprint Richtung Abfluggate, wo dann auch schon unten ein Mercedes für den Max bereitsteht. Und dann unten angekommen gibt sich leider kein ganz so gutes Bild mehr. Die Flugzeugtüren sind geschlossen und die Treppen stehen auch gar nicht mehr am Flieger. In der Zwischenzeit reißt der Fahrer vom Mercedes das Lenkrad hin und her und bittet den Max jetzt endlich ein bisschen anzugasen, dass sich's vielleicht doch ausgehen könnte. Also steigt der Max ins Auto ein und los geht's. Erstmal nur in einer Geschwindigkeit, die man noch als Bummeln bezeichnen könnte. Aber wir haben es ja zum Glück nicht weit. Wir fahren ein-, zweimal um die Ecke und der Fahrer kann sich dann schon wieder einbauen. Jetzt gibt es dann nur noch das Problem, dass ja eigentlich die Türen schon verschlossen sind und da auch weit und breit keine Treppe mehr zu sehen ist. Tja, die Austrian Airlines Crew ist aber zum Glück so freundlich und macht's für den guten Max noch einmal auf. Jetzt fehlen dann nur noch die Treppen. Aber auch das ist kein Problem, weil unser guter Max ist ein Profi-Hobby-Hochspringer und der springt da jetzt einfach rauf. Und weil er so fit ist, macht er das einhändig und kann dabei sogar noch telefonieren. Trotz seiner Verspätung wird er freundlich begrüßt und darf seinen Sitzplatz bei 18a dann einnehmen. Damit ist das Boarding aber jetzt nun wirklich abgeschlossen. Der Pushback beginnt und der Flieger setzt sich in Bewegung.
Wir sitzen auf der linken Seite und da ist die Aussicht aus dem Fenster jetzt nicht wirklich beeindruckend. Und wie wir sehen, ist die ganze Reihe 18 frei. Also setzen wir uns mal kurz rüber auf 18F. Rutschen wir da jetzt einfach mal rüber. Aber zum Abheben müssen wir natürlich wieder unseren Originalplatz 18a besetzen, weil sonst heben wir ja schief ab, oder? Ist natürlich nur ein Spaß. So, erstmal die Landeklappen ausfahren. Genau genommen muss das ja eigentlich schon vor dem Befahren der Landebahn erledigt werden, aber gut, es ist besser spät als nie. Clear for Takeoff. Set Toga Thrust. Und Takeoff. Na Alter, was ist denn mit dir los, Ryanair? Ja, das sollen wir schnell mit einem Beweisfoto festhalten. Das schicken wir jetzt dem Ryanair-Piloten aus einem anderen Flugzeug via Airdrop. Pass auf. Also ab in die Luft und nah genug an die Ryanair-Maschine ranfliegen. So gut wie es geht natürlich, aber auch so, dass keine Sicherheit beeinträchtigt wird, aber nah genug, dass wir ein gutes Airdrop-Signal haben. Wir kommen immer näher. Immer näher. Ja, es wird. Und dann fliegen wir auf die rechte Seite, auf die andere Seite der Maschine und versuchen uns da dann zu stabilisieren. Schauen wir mal, ob die Distanz da jetzt schon ausreicht und wir den Piloten über Airdrop finden können. Ja, das schaut gut aus. Sein Name ist Joe. Nice. Ryanair Joe. So, einmal auswählen, abschicken und der Airdrop war erfolgreich. Sehr fein. Na dann können wir uns jetzt wieder vertschüssen und uns auf die Originalroute zurückbegeben. Und jetzt sind wir uns mal ehrlich, wäre das ein Rennen gewesen, dann hätten wir das ja sowas von gewonnen, oder? Wir wurden da mitten auf der Startbahn überholt und sind jetzt schon weiter oben und weiter vorne als der andere Ryanair fliegt. Das ist auch ein klarer Sieg, oder? Das war jetzt mal ein bisschen ein anderes Format zu meinen sonstigen Videos. Was sagst du dazu? Hat dir das gefallen? Und bevor du aufs nächste Video klickst, lass mir doch gerne einen Daumen hoch da und ein Abo und schreib mal was Liebes in die Kommentare. Ich schreibe da auch zurück. Freue mich drauf. Ciao, Baba. Bis zum nächsten Mal.